Zeit für ein neues Zahnspangen-Update. Ich habe die Zahnspange jetzt seit einem guten Monat. Also der zweite Schritt nach der Agar-Behandlung. Einmal die Brackets und den Controlled Arch. Ich weiß nicht genau, ist das eine? Also mit den Begriffen blicke ich nicht ganz durch. Auf jeden Fall die Metallbogen oben und unten und die Brackets oben und unten. Das ist es. Und ja, der letzte Monat war gewöhnungsbedürftig. Also ich habe ziemlich lange gebraucht, mich dran zu gewöhnen an dieses ganze Metall in meinem Mund. Länger als an die Agar, denke ich. Also ja, das ist doch mehr Metall und es piekst überall. Also jeder einzelne Bracket und dann wo die Metallbogen da enden und dann da so kleine Schrauben, das alles piekst. Also mein bester Freund jetzt die letzten Wochen war das Wachs, das Zahnwachs. Und ich habe mir auch gleich noch Nachschub bestellt im Internet. Also ich brauche nicht mehr so viel wie am Anfang. Aber da sind auch so überall kleine Spieße dran, naja. Ja. Also die Agar fand ich angenehmer, muss ich sagen. War ja nur oben Oberkiefer und es hat nicht so viele Stellen gehabt, die genervt haben, sondern eigentlich nur hier oben und innen das. Aber jetzt ist es oben und unten und es ist schon mehr, mehr Sachen, die stören. Ja, und was auch schwierig ist, ist das Putzen. Mit der Agar ging es ja noch, mit der Zahnbürste das zu bewältigen. Aber das jetzt und Zahnbürste habe ich ziemlich schnell eingesehen, dass es völlig aussichtslos ist, da irgendwie was sauber zu kriegen. Deswegen bin ich jetzt stolzer Besitzer einer Munddusche. Und damit geht das doch recht flott. Also das ist machbar. Also nach jedem Essen, dann ist das Wachs erstmal wieder weggeputzt. Dann muss ich mir wieder das Wachs auf die Stellen machen, die ich am schlimmsten finde. Aber ohne die Munddusche, keine Ahnung. Ich glaube, Kieferorthopädie und Munddusche wurden zusammen entwickelt. Jedenfalls, das ist schon ein tolles Teil. Ja, was ich jetzt bemerkt habe vom Effekt her, ist, dass dieser Bogen hier unten, der soll ja den Unterkiefer weiten. Oben habe ich den auch. Aber ich habe es jetzt eigentlich nur unten gemerkt, dass die Zähne, die Vierer, die am weitesten nach innen geklappt sind, dass die Druck kriegen und ein bisschen empfindlich sind. Also scheint zu wirken. Ansonsten habe ich jetzt nichts gemerkt im Sinne von, dass es an meinen Zähnen irgendwas verschoben hätte. Nur, dass es nervig ist. Aber das Allernervigste an der ganzen Sache, was ich ja schon immer erzähle, sind die Aufbauten. Die Aufbauten sollen ja machen, dass der Unterkiefer frei nach vorne kommen kann. Und das tun sie auch. Und wenn sie gut eingeschliffen sind, dann ist es super. Aber beim letzten Termin wurden die ja nochmal erhöht, weil sonst dieser Zahn hier hinten da unten mit dem Bracket kollidiert wäre. Und die wurden ziemlich schlecht erhöht. Jedenfalls war das sehr viel Arbeit. Zum Glück weiß ich mir dazu behelfen, weil das ging am Anfang irgendwie gar nicht. Also ich bin nachts aufgewacht mit total trockenem Mund und schnarchend, weil die Aufbauten so hoch waren, dass selbst mit Pflaster, wo ich mir meinen Mund zutape nachts, selbst dann mir der Mund aufgegangen ist und ich geschnarcht habe. Und das war nicht lustig. Und kauen ging ja auch nicht am Anfang. Also ich habe fast nichts bewältigen können. Weil irgendwie die Aufbauten zu hoch waren und komisch nach innen standen und zum Teil immer noch stehen. Also so ganz, ganz im Griff habe ich es noch nicht. Aber ich habe dran gearbeitet, über 3 Wochen. Also ich mache dann noch ein bisschen was, gucke, ist es besser, wo brauche ich noch?
Und ich zeige euch mal, wie im Detail ich das mache. Mein Zahnarzt ist da sicherlich nicht begeistert davon, aber das rettet mich, weil ich kann nicht alle 5 Minuten nach Heidelberg fahren, nur wenn da was nicht passt. Und ja, woran merke ich, dass was nicht passt? Einmal an den ganz offensichtlichen Problemen, die ich hatte mit dem Schnarchen und dem trockenen Mund und nicht kauen können. Und als ich dann ein bisschen besser eingeschliffen habe, habe ich dann immer noch gemerkt, okay, hier ist der Muskel verspannt und tut weh. Offensichtlich haut es da noch nicht hin und bestimmte Zähne haben dann manchmal wehgetan, wenn da ein zu großer Kontakt war. Also wusste ich dann immer, wo ich arbeiten muss. Und dafür verwende ich, habe ich ja schon mal erzählt und auch schon mal kurz gezeigt, ein Maniküre-Set. Das ist so eine Maschine, mit der man sich eigentlich die Zehennägel und die Hornhaut wegmacht. Und da gibt es verschiedene Aufsätze. Dann habe ich noch einen kleinen für die Feinarbeiten. Das ist der für die Grobarbeit. Das ist der für die Feinarbeit. Und damit bearbeite ich meine Aufbauten, wenn sie es nötig haben. Und damit ich auch genau weiß, wo ich bearbeiten muss, mache ich das wie der Zahnarzt auch. Ich habe mir aus so einem Schreibblock so ein Stück Blaupapier abgeschnitten. Und dann fühle ich schon mal nach, okay, gute Kieferposition, wo ist der Kontakt, der mich stört. Und dann natürlich andersrum, da wo ich abschreiben will, beiße ich da drauf, gucke ich, aber wo ist die blaue Farbe, da muss ich schleifen. Und da halte ich dann mein Schleifgerät dran und dann probiere ich wieder. Und wieder und wieder und wieder und wieder. Ich habe das so oft gemacht in den letzten Wochen. Ja, aber es ist jetzt schon ziemlich gut. Es ist noch nicht perfekt, also mein Unterkiefer, es kommt immer noch ein bisschen nach rechts. Also ich habe so ein bisschen Unterkieferschiefstand, weil die Aufbauten so nicht ganz hinhauen. Aber meine Muskeln sind jetzt wieder entspannt hier. Ich habe keine Zahnschmerzen mehr und ich kann kauen. Ich habe sogar Haselnüsse gekaut vor ein paar Tagen. Das ging. Das ist erstaunlich, dass das funktioniert hat. Ja, also ich komme dahin, das Ganze erträglicher zu machen und dass ich auch wieder ziemlich viel essen kann. Ja, genau. Soweit bin ich. So ganz 100% ist es wie gesagt noch nicht. Und der Kiefer weicht immer noch nach rechts ab. Ich glaube, weil der eine Aufbau da drin so weit rein, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ob ich das noch hinkriege. Wenn nicht, reklamiere ich das beim nächsten Termin, aber der nächste Termin ist erst in einem Monat. Aber so wie es jetzt ist es ganz erträglich. Keine verspannten Muskeln hier. Wenn es richtig schlimm ist, kann das ja schnell in Kopfschmerzen ausarten. Was am Anfang auch mal der Fall war, aber jetzt ist es okay. Also jetzt, damit kann man leben. Ja, das war mein Update nach einem Monat von dieser schönen Zahnspange. Und dann bis zum nächsten Mal.